Mona und Heiko, aus München geboren in Sachsen-Anhalt. Ich habe es nämlich erkannt, weil sie keinen bayerischen Dialekt hatten, sondern eindeutig so ein bisschen gesächselt haben. Ja. Sie haben, nee, stimmt nicht. Ja, sie sprechen perfektes Bayerisch, so ist es. Ich zeige es mal gerade. Sie haben ein wunderschönes Fahrzeug und sind tatsächlich aufgrund meiner Berichterstattung hierher gekommen nach Ennkirch, weil sie gesehen haben, auf dem Platz hier kannst du mit so einem Teil prima stehen. Und das ist ein großes Fahrzeug. Ich gehe mal gerade einen Meter zurück, dass man das Ganze mal sieht. Drehe mal gerade meinen Weitwinkel ein bisschen weniger auf, dann wird es nämlich noch dramatischer. Und ganz krass ist gleich, ich mache mal eins, wenn ihr mal gerade mitkommt, bitte, geht mal da hier rüber. Stellt euch mal hier hinten an das Rad. Ich mache mal so eine typische Verzerrungsaufnahme. Dann sieht er nämlich so aus, als wäre der so groß wie New York. Boah, ist der riesig. Ja, das sagst du jetzt so. Wenn du sehen könntest, was ich sehe, ja. 22,5 Zoll. 22,5 Zoll Reifen, Luftfederung. Ist jetzt unten natürlich. So, ich guck mal gerade, ob ich eine Schokoseite ein bisschen krieg. Ja, ganz toller Bus mit 2 Stockwerken oder was ist hier drin? Da oben. Mit einem Stockwerk. Es geht natürlich mit 3 Stufen hoch in den Schlafbereich. Und hier unten sind wir die Garage. Ich zeige das mal gerade. Also das ist allein das Heck. Das ist ungefähr schon so groß wie mein VW-Bus. Dann geht es hier vorne weiter. Ich dachte zunächst, ihr hättet eine begehbare Dachterrasse, aber habt ihr nicht. Nein. Man könnte hochgehen. Das ist ein Volvo? Volvo. Sieht aus wie ein Reisebus. B10M. Ist ein Reisebus-Chassis. Das heißt, der Motor ist hinten, oder? Nein. Motor ist vorne. Schau mal. B-Bus. B-Bus. 10 Liter. Ja. M. Mittelmotor. Gut, das heißt, der Hubraum hat 10 Liter. M ist? Mittelmotor. Mittelmotor, der ist in der Mitte. Der ist in der Mitte. Das heißt, der ist nicht so laut, der ist kaum zu hören, oder? Naja, es geht. Also laut, relativ. Beim Fahren hörst du schon. Da So. ist der Kühler. Das ist der Kühler. Der ist jetzt wie jetzt gekühlt? Ist es elektrisch, hydraulisch oder wie läuft es aus? Hydraulisch. Zwangskühlung, Hydraulik. Zwangskühlung. Darf ja nichts kaputt gehen, oder? Nein, da geht nichts kaputt. Bei dem nicht. Im Gegenteil. Der hat einen riesen Vorteil. Wenn du im Stau stehst, Ja. geht er mit der Temperatur runter Echt? und nicht hoch. Krass. Normale Fahrtemperatur liegt bei 98 Grad auf der Autobahn. Und wenn du Stau kommst, geht der runter bis auf 80 Grad. Das heißt, der Lüfter, der läuft immer, oder? Der läuft immer, permanent. Der läuft immer. Krass. Ja, wenn du da mal kurz mal aufmachst, sei mal so lieb. Du hast keinen Schlüssel? Hat einen Schlüssel mit? Sag mal, die Fahrt von München, ihr fahrt wie schnell dann mit dem? Ja, auf der Autobahn schon 100. 100? Ja, ist Okay. zugelassen. Und halt, wenn mal irgendwo Begrenzungen sind, dann nicht so schnell, aber auf der Autobahn schon. So, ihr seid der 3. Besitzer? Der 4. Der 4. So, er fährt aber wie am ersten Tag. Man hat unvorstellbar viel Platz, das werden wir gleich mal zeigen, innen. Ja. Denn dieses Auto hier ist geboren, um Spaß zu haben. So habe ich das ein bisschen das Gefühl. Das ist die Front. Zugelassen 04 bis 10. Das heißt, ihr seid jetzt keine Wintercamper damit? Noch ein bisschen. Ein bisschen günstiger. Ja, genau. Gut, jetzt ist der Hubraum 10 Liter, ist wahrscheinlich abgasbegünstigt hier. Zum ermäßigten Satz von 5 Euro pro Liter. Vorführeffekt? Ist nicht schlimm. Vorführeffekt, die Dinger sind, naja, ich sag mal nichts. Ja gut, man macht es ja nicht jeden Tag auf. Das ist ja Dank. Moment. Heiko. Ich glaube, was wir heute sehen werden, raubt mir jetzt schon den Abend. Baujahr von dem? 94. 94. 27 Jahre. 27 Jahre alt. Sieht aber aus wie neu, muss man sagen. Fast. Nein, nicht unbedingt, aber Ist da ab und zu mal irgendwas dran? Muss er mal da mal schon ein bisschen schrauben oder so? ja, Schrauben tust du schon. Was habe ich am meisten? Ja, Luftfahrwerk, klar. Ab und zu mal undichten, die du immer wieder regenerieren musst. Mittlerweile hat er jetzt ein bisschen was mit dem Getriebe, da muss ich immer nachschauen. Also das ist ein EC, was haben wir drin? Oh Gott, ich kann es mir nicht mehr merken, ey. Ist das ein Schaltgetriebe oder Automatik? Halbautomat. Halbautomatik. Können wir gleich mal gucken. Ein EGS. Ein EGS. Kannst du nicht mehr merken. Sag mal, hier dieser Tank, was hat der für eine Funktion? Ist das ein Das ist Öl. Öl? Motoröl. 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 Wie viele Liter sind da drin?
Der fragt mich Sachen, nee, warte mal, 46 oder 48? Der hat 48 Liter Motoröl. Ah, der hat aber, das ist Unterschied. Der hat im Motor hat ja nur 15 bis 18 Liter. Und das ist ein Zusatzbehälter. Warum braucht der 46? Der zieht sich das Öl rein, wie es braucht. Also braucht er ein bisschen mehr Öl? Nee, also gar je nach Fahrzustand braucht er Je mehr nach Öl. Fahrzustand und so weiter und dann zieht er sich das rein. Der braucht halt eine mächtige Masse, Echt? 10 um Liter. die Kühlung zu gewährleisten und so weiter. Ist das ein Schiffsdiesel, der da drin Nein, ist? Also für Standard, Kreuzfahrt ganz normal. Standard? Nein, ganz normaler Sechszylinder. 6 Zylinder, 10 Liter. 10 Okay. Liter Sechszylinder. Der ist auf der anderen Seite, wenn du den sehen willst. Ja, zeig mal bitte. Ich will den sehen. Das ist euer Schätzchen. Hat der einen Namen eigentlich? Brummi. Brummi. Ja, ist er ein Wir haben Brummi. lange überlegt und mittlerweile haben wir halt gesagt Brummi. Brummi. Ach, hier ist der Regierungsbezirk Mona. Jawohl, und hier vorne ist der Heiko. Da ist der Heiko. Gebiet. Ich kann es unten leider jetzt nicht lesen. Warte mal, betreten auf eigene Gefahr. Steht da. Das sind eure Maskottchen. Einmal der. Mein Mann steht auf solche Elche. Und ja, dann kommt halt immer mal einer wieder dazu, wenn er was Schönes entdeckt. So, ihr habt der Markisenbanner. Dann habt ihr einen Motor. Ja. Hier vorne habt ihr auch gesessen. Ich wollte ja eigentlich hier starten, aber dann konnte man nicht das ganze Fahrzeug sehen wegen der Banner, die hier montiert sind. Da habe ich gedacht, ich belästige mal den Heiko und habe euch gezwungen, auf die andere Seite zu gehen. Ja. Er guckt das ein oder andere Video von mir, hast du mir gesagt. Ja, der Heiko guckt gerne am Morgen beim Frühstücken, bevor er dann in den Tag startet. Genau, beim Frühstück. Nach den ganzen Sachen, was so drin ist. Und Gut, es gibt ja von mir jeden Tag ein neues, mindestens eins. Ja. Ja, richtig. Und demnächst seid ihr dran. Boah, ist das ein Teil? Das sieht aus wie ein Traktor, so ein bisschen. Volvo macht alles grün, die Motoren? Die machen, die damaligen schon. Die damaligen schon. Das ist ein liegender Motor. Ganz normal ist ein Sechszylinder. Liegend. Liegend. Siehst du ja. Ja, ist so klar. Ein liegender Motor. Da oben hast du den Turbo, das verrostete Teil. Das ist der Turbo. Der da. Genau. Das ist der Turbo. Das ist der Turbo. Der ist aber klein. Ja. Hat ja nicht viel. Der ist wie bei einem Panzer. 286 PS, mehr hat er ja nicht. 286 PS. Der hat aber Hubraum, oder? 10 Liter halt. 10 Liter halt. Also ich habe es ist- keine es ist Ahnung. nicht zu viel, es ist gerade so. Wenn du mich mal aufklärst, da ist hier rechts so eine Tonne daneben. Was kann die? Luftfilter. Luftfilter. Okay. Dann schon wieder Hydrauliköl. Richtig. Steht dran, sonst wüsste ich es nicht. Gut. Echt, das ist der Turbo. Das ist der Turbo. Und der pfeift richtig, wenn. Ja, gar Nee, nichts. hörst du nicht. Nein, hörst du nicht. Das ist halt ein alter Motor, wo du halt, wenn du den fährst, musst du halt auf die Armaturen schauen, die du vorne drin hast im Cockpit. Die sehen wir ja gleich. So, wenn wir uns mal anschauen. Du hast nicht die Technik von heute. Oh, Das heißt, du musst noch fahren können? Oder? ich muss noch fahren können. ja, es ist noch Arbeit. Das ist noch Arbeit beim Fahren. Es ist nicht so, dass ich bloß einfach mich reinsetze und fahren lasse. Gut, also du brauchst dafür einen Führerschein Klasse C oder CE. CE. Du hast einen CE. Du hast den Führerschein jetzt extra gemacht für das Fahrzeug, oder? Ich war 91, war ich mal LKW-Fahrer. Ja, 91. 91. Bis 91. Bis 91, ja. Sozusagen. So, und ich habe meinen Schein halt einfach behalten. Ja, Ja, wo ich dann 50 geworden bin, habe ich ihn dann halt verlängert. okay. Und 19 kam der große Tag, wo ich gesagt habe ihn gefunden. Gefunden. So, Gefunden im Mobile und sofort zugeschlagen. Genau. Ich nehme an, dass bestimmt so 500.000 hast du dafür bezahlt. Nie. 400.000? Nee. 300.000? Nee. Soll ich das echt sagen? Ja, sag's. Bitte. Komm, mach die anderen Leute neidisch. Ich kann dir gar nicht sagen. 50, 59. 59. Gut, 59.000. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, du musst dich damit auskennen können. Du musst Bus fahren. Da vorne, das ist ein bisschen anders wie normale Fahrzeuge, denn du schwebst quasi über allem. Der schwenkt vorne aus. Bus schwenkt vorne aus, klar, logisch. Ich war mal früher LKW-Fahrer, ich musste mich auch dran gewöhnen. Mittlerweile fährst du wie ein PKW und dann kommst du hin. Krass. Also es ist eigentlich fahren wie ein PKW. Wie ein PKW. Du fährst einfach Mittelspur. Gar nicht groß aufpassen, einfach fahren. Einfach fahren. Und dann klappt das. So, ihr seid wahrscheinlich schon ewig verheiratet, oder? Ja, seit 88. 88. Die Wende, stimmt. Das heißt, ihr habt euch dann kennengelernt und habt gesagt, hier, schwuppdiwupp, und da wart ihr verheiratet? Nee. Lange.
Schulzeit. Er kennt mich mit 14 aus der Schule. Die Sau. Wir Ja. waren mal richtig 14? befreundet. Ja. Da war ich 16, sie war 14. Ja. Ich war Das heißt, 10. ihr habt euch Klasse. so richtig verliebt ineinander, oder? Ja, so richtig so 10. und sie war 8. und ja, wie das Spiel so. Irgendwann natürlich wieder weg. Du hast denn die Simson hast du mitgenommen, oder? Simson? Nee, ja doch, habe ich auch gefahren. Aber Hast das du auch war gefahren? in Star. Ein Star. Ein Star. Ja. Vogelserie. So eine Okay. komplett getunte Vogelserie. Und ja, kennengelernt, dann wieder verloren. Lehre gemacht. Ja. Durch dummen Zufall Elektriker gelernt. Und nach der Lehre bei der damaligen Polizei, Bereitschaftspolizei Ja. gewesen. Und nach der Bereitschaftspolizei, dank unserer Verkehrsbetriebe damals im Osten, Ist der Bus ausgefallen. das Ganze zweimal und ich dann habe ich sie lief zweimal so aufgegabelt. 6 Kilometer nach Hause und er kam, ich weiß nicht, mit einem Star. Kam es mit einem Star? Oder Nee, mit das war der NZ? Sperrwoche von meinem Vater. Sperber. Kam er und hat sich halt gedacht, ach, die mit den langen Haaren, guck Die ich. Blonde da, so. Ja, blond war nie. so Damals richtig blond war- brünett, Ja. jetzt mehr blond. Okay, das heißt, das ist so, wenn man ein kleines bisschen älter wird, dann wird man aus brünett blond. Ja, irgendwann wird man so blond, ja, Das macht genau. Sinn. Okay. Gut, du bist nicht ganz so grau wie ich. Ich zeig's mal gerade. Was ist Ich es bin ja für von ein, Haus aus blond eigentlich. für ein Bier? Trinkt ihr da Münchner Bier? Na klar, Augustiner. So, Augustiner, da ist es. So, wir zeigen das Auto mal komplett. Du hast dabei nicht nur ein Auto, nicht nur eine Frau, sondern du hast einen Außengasanschluss. Der war schon drin. Ja, klar. Ihr habt einen Hund eigentlich? Nein. 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 Vorsicht, Feld bissiger war Hund. schon dran. Wir War schon haben's dran. Aber dran gelassen, weil wir gesagt haben, ab und zu war unsere Tochter mit ihrem Hund dabei, da passt das. So, ihr habt einen Weber Q. Liebe ich. Ich habe denselben, aber Das Schöne ist die 50 Millibar. Der hat 50 Millibar. heißt nicht nur 30, sondern du kannst ihn betreiben. Dann habt ihr hier ja, so einen Haufen hier. Ich guck mal gerade. Ja, das ist halt so. Ist der schwer zu fahren, eigentlich so ein Quad? Also wenn du vom Motorradfahren umsteigst auf das, ja. Ja. Das heißt, man darf nicht zu schnell in die Kurven? Oder? Ja, ist ein bisschen komisch. Bisschen komisch. Bei dem musst du lenken, beim Motorrad legst du dich. Stimmt. Ich war jahrelang Motorradfahrer. Und bin dann umgestiegen. Ja, ganz Also im schlimm. Prinzip habe ich mit dem das Motorradfahren aufgehört. Also ganz schlimm finde ich ja Dreiräder. Die sind extrem gefährlich. Zumindest wenn das vordere Rad das einzelne ist. Dann da kriege ich immer Angst. Ja, so ein Quad, ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Das Gewicht von dem Quad, was wiegt der? Boah, du fährst mir Sachen. So 400, 500 Kilo? 200 Kilo, nein. 200 Kilo. Das hat bis 200, 250 Kilo. Und wo geht der rein dann anschließend? da hinten. Nee. Ich habe gedacht, der wäre ein PKW nein. ein PKW. 59.000 Euro. Ja, wenn man schrauben kann, das heißt, ein bisschen was ist. 2 Fahrräder sind schon drin. Machen wir Licht an. Ja. So. Ende vom Lied sind 4 Meter, die du reinstellen kannst. Mit Boah. einer Breite von 1,75. Du bist mein Held. Sprich, das Einzige, was noch fehlt, ist die Klappe. Ja. Die ist zu niedrig. Die ist zu niedrig. Ansonsten könntest du einen Porsche hier reinfahren. Nein, ein Polo würde ich aber reinstellen. Polo. Der ist schon da, der Polo. Wenn ich einen Urlaub fahre, könnte ich mir den von meiner Tochter ausleihen. Polo GTI. Aber leider klappt das noch nicht ganz. Echt? Er passt Ist hier noch eine, nicht rein. eine riesen Heckgarage. Der war schon immer als Wohnmobil geplant hier, oder? Das war immer ein Wohnmobil. Ja, also laut den Unterlagen, wir haben mehrere Ordner bekommen, war das schon immer ein Wohnmobil. Der wurde direkt so gebaut. Ich habe ein bisschen Angst bekommen, weil ich dachte, ihr seid irgendwie auf Drogen, weil ich diese Heckgrafik gesehen hatte. Nein, das hat unsere Tochter da so hingeklebt. Ist total schön. Jetzt wo ich weiß, dass die Tochter war. Im Kindergarten, also die hat da so diese Ader. Nee, und ich stand so da und habe gedacht, mein Gott, was haben die da genommen, als sie das da draufgeklebt haben? Es war ein Kind. Nein, das war Vatertag. Das war Vatertag. Mittlerweile ist sie 29, ja. Das war letztes Jahr Vatertag und die Entstehung. Sie hat mich am Vatertag besucht in der Werkstatt. Na klar, was macht man am Vatertag? Arbeiten. Reparieren. Der hatte da eine Heckleiter. Ja. Die weggerissen. Man sieht's. Die habe ich weggerissen. Hier, ne? Ach so, da wo die Aufkleber sind. Da sind Löcher. Gut, Was du- machst du jetzt, bevor du den richtig renovierst von hinten? Ja. Kaschierst Zukleben. du halt mal die Löcher. Alles klar. Das Da heißt, ist immer so ein Fahrradträger dran. Das habe ich einfach alles überklebt. Das die also Klappe überall- soll irgendwann ja Das mal ein ist nur ein bisschen größer Provisorium. werden, deswegen musste man das jetzt etwas kaschieren. warte, ich zeig's mal gerade hier von der Seite. Das ist nur ein Provisorium. Ist das ein Gerät? Heißt, du fährst da rein. Cool.
Habe ich verstanden. So, habe ich verstanden. Hier unten drunter, ist da noch irgendwas zum Öffnen? Hier auf der Seite? Nee, das ist zu. Hinten ist alles dicht. Hinten ist alles dicht. Also So. habe ich keine Klappen, gar nichts. Nur, was liegt da unten eigentlich noch? Die Tanks. Tankvolumen, was, Einmal Dieseltank, wie viel geht da rein? 350 Liter. Euro? 350 Euro. Nee, ein bisschen mehr. 500. Mehr, Weil die jetzigen 500 in Spritpreise etwa, nicht je mehr. nachdem. Der Vorteil ist, du kannst ja tanken, da wo du willst. Ich nehme an, der braucht so 15, 17 Liter. Ja, da kommst du nicht ganz hin. Zwischen 20 und 25 brauchen wir. Gut, geht ja. Also ja, ich er ist recht sparsam. habe schon gedacht, Gemügsam. dachte schon, es wäre mehr. Eine Omnistore ist drauf, tolle Markise. Die habt ihr abgespannt denn am Fahrzeug. Ist das gut, das Abspannen am Fahrzeug? Ja, Klappt das gut? Amerikanische Vorbild, ne? Die Amis machen es nur so. Vorteil, du brauchst keine Heringe reinschloppen, die Dinger fliegen nie weg bei Wind. Funktioniert. Funktioniert. Also ich Kann hab- ich nur empfehlen. Also wer die Möglichkeit hat, ich finde es gut. Ich habe die Teile zum Reinschrauben habe ich mir schon gekauft. Sogar aus Metall, muss ich sagen. Habe ich sogar bekommen. Diese So. Kunststoffen, die gehen bald langsam kaputt. Die muss ich auch mal renovieren. Ja, ich habe die irgendwo im Internet gefunden aus Metall. Ja, wir gehen mal rein. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ihr habt aufgeräumt. Sehr schön. Ich gehe mal vor. Ich zeige das mal gerade. Das ist die Treppe. Hydraulisch geht die rein. Die geht hydraulisch rein. Das ist krass, hydraulische Treppe. Mach mal rein, bitte. Ich weiß, Heiko, es tut mir leid. Ja, mach mich fertig. Du wolltest es so. Dann machen wir es jetzt mal richtig, ne? Ja, das ist die Tür. Wir machen die Tüte. Sicherheitsschloss, Abus. Hier, guck. So, ein kleines bisschen Alufraß habt ihr schon. Ja, das ist klar. Und das ist der Schlüssel, warum das Ding geht? Nein. Krass. Und nochmal zurück. Da ist das Schloss. Und die musst du mechanisch rausfahren. Was krass ist, wenn du da natürlich einen Hund drunter hast oder so. Da musst du schon. Der geht dann schon nach dem Krach weg. Also Also ein Spezi von mir hat es getestet, ne? Mit Ja. seinen 160 Kilo. Hat's schon gelegt? Meinte denn so, das ist eine gescheite endlich mal eine gescheite Treppe? Nee, ich dachte jetzt, wenn du jetzt da drunter liegst, dann Mei. ist das schon die Katze im Scheunentor. So. Ja, mach mal Haben wir nicht auf. ausprobiert. Eine Trume habt ihr drin? Die war schon drin, die Trume? Wir haben zwei Trümmer. 2 Trumas. Ist ja klar. Wir haben 2 Trumas. Ja, es reicht ja nicht eine. Reicht nicht eine. Die eine ist So. da vorne und die andere ist da hinten. So, das ist das Original Münchner Barock-Fliegengitter. Das hilft. Ja, nicht am Kopf dran, Ja. die Tür ist ein bisschen, Bisschen tief. Der Erstbesitzer war bis 1,70 Meter scheinbar. So, und jetzt gehe ich da rein und das ist die gute Stube. Jetzt hast du kein Licht mehr, oder? Oh, geht. Ich habe ja ein tragbares Licht habe ich dabei, aber mach mal Licht an, wenn du was hast. Wow. Wow. Dann ja. Oder bist du lieber so am zum Film? Weiß ist gut. Also weiß ist immer gut. Siehst du, dann machen wir dir noch mehr Licht an. Warte mal, das machen wir jetzt anders. Ja, Das hast du gebaut, das Licht, oder war es schon drin? das habe ich gebaut. Hast du gebaut. Das heißt, du hast einige Stunden hier schon verbracht in dem Auto. Ja, klar. So. In dem Auto verbringst du immer Stunden. Du hast eine, wie nennt man das, Face-to-Face-Sitzgruppe, die ein bisschen größer ist wie normale. Du hast 2 riesen Couchen. Die 2 riesen Couchen haben auch den Vorteil, dass du das nur umlegen kannst. Du kannst hier oben die Dinger runternehmen, Ja, dann kannst du schlafen. Die Echt? sind über 2 Meter lang. 2 Meter lang. Das heißt, du hast 2 Betten. Und 2 80 cm Betten. Kannst aber auch mal, wenn du mal Bock hast, einfach mal da einpennen, einknacken. Nein, wir machen es mal anders. Wie macht ihr das? Wir nehmen die Dinger so rum und dann kann man nicht da den Fernseher, ne? Ah, da kannst du noch am Fernsehen gucken. Dann liegt einer da und einer da Aha. und dann können wir Fernsehen gucken. Boah, der Fernseher ist auch neu oder war der drin? Oh, alles drin. alles schon. Der war schon drin. Der war schon drin und wie gesagt, das Fahrzeug ist ja schon noch ein paar Jahre in Betrieb. So, dann habt ihr hier Schifffahrtstechnik drin. Das ist ich. Also die, wo ich den gekauft habe, muss ich sagen, war die Elektrik sehr, sehr marode. Ganz marode. Und ich habe das alles umgebaut auf die ganze Technik jetzt. Alles Schifffahrt? Nee, nur das Simarin. Rechts das Bedienpanel VRF, das sieht da auch aus wie Schifffahrt, so ein bisschen, als käme es aus dem Boot. Nee, das ist mal, muss ich ganz ehrlich zugeben, Amazon. Amazon. Günstig. So. Trumatik, ihr habt euch für die pragmatische Steuerung der Heizung entschieden, also easy. Die war drin. Die war drin. Die war schon drin. Das ist eine 4 kW-Anlage, die ist drin. Gut, Die ist hier dahinter. die macht schön warm, Die ist hinten hinterm Schrank. hinterm Schrank. Das siehst du nicht. Kann man nicht sehen. Der Schrank war auch schon so drin, also das War alles Holz, drin. das war Und drin. Das war der zweite Besitzer, der hat den nochmal innen überholt.
Krass, der hat doch zwar den 2010 rum. Boden noch reingemacht. Den habe ich reingemacht. Hast du reingemacht. Boah, das ist viel Also der Arbeit, war, oder? original war der irgendwie so ein Ja, so ein Plüschteppich. schwarzer, Furchtbar. ganz Hochflur-Teppich, wo ich dann gesagt habe, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So ein Ich möchte was Dreckspeicher. zum Wischen haben. Und dann ist das jetzt kurz vor Ostern, ne, haben wir angefangen, weil wir eh nicht Dies Jahr. weg Den haben wir durften dies Jahr erst gemacht. wegen Corona. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt Und du hast halt da noch diese Schrauben, die siehst du. Weil das sind alles Klappen. ist der Motor drin, Wenn du das hier wegnimmst. Ja, damit man Motor Schifffahrtstechnik, ne? Schifffahrtstechnik. Genau. Versenkte Dinger. In Erika. Und da kannst du dann im Prinzip, wenn du das rausnimmst, deine Klappen aufmachen. Okay. Da Man ist muss die aber Klebe, vorher, da ist der Motor. die Schrauben rausdrehen, oder? Ja, klar. Gut, okay. Das ist so. Dann, ich zeig mal, ich muss mich einmal kurz orientieren, weil sonst wird das ein bisschen chaotisch hier, weil das Ding so groß ist, muss ich mir irgendwie einen Plan machen, wie ich hier vorgehe. Du hast mir erzählt von vielen Instrumenten, wie beim Boot oder beim Flugzeug, Wie wo... du das wissen musst. Ja. Was heißt das, so viele? Du musst deine Temperatur beachten, ganz normal. Du musst deinen Luftdruck beachten, das ist 2 Kreise. Du hast noch einen Öldruck, genau. So was man heute nicht mehr hat in die großen Leute in den Autos. Du hast deine Generatoren unten, deine Spannung und dein Turbo. Und dann bist du eigentlich schon glücklich. Ja, ich gucke ja laufend auf meine Instrumente. Also ich gucke immer auf die Wärme, schaue ich immer. Denn das interessiert mich immer, ob der Viscolüfter auch angeht. Denn der ist zuletzt ausgefallen. Dann hat der Servolenkung, ist ja klar. Servo, ABS, hat er auch schon. ABS hat er auch schon. Ja. So alt ist er denn doch nicht. Gut. Der hat Luftschwingsitze, Isris. Nur die. Nur die, ist ja klar. Seine Frau fährt ohne Luftschwingsitze. Aber ist nicht schlimm. Also, Nee, ist nicht schlimm. Wir hatten gestern bei Stuttgart so eine Fläche gehabt, wo ich gedacht habe, er stößt sich gleich mit dem Kopf an der Decke, weil es wirklich so hoch und runter ging. Wo ich gesagt habe, Das kann man einstellen bei Isri. Ja. Also wie man es gerne hätte. Also man kann es von ganz hektisch einstellen bis ganz stramm. Nee, so wie es passt. Genau. Passt. Also, Dann, du bist hier alter CB-Funker, hast gleich 2 Funkgeräte? Nee, das sind nicht 2. Aber ich schmeiße wieder raus, weil es nichts mehr los ist. Nichts mehr los. Ich habe sie eingebaut, die sind noch wirklich aus meinem LKW früher, von 91. So alt sind die Teile. Aber Stimmt, da ist noch ein Posthorn. Guck mal hier, da. ja, das ist ein richtig Original. Das ist der AE 4300. Der 4300 von Albrecht. Ja. Das war altes CB-Funk. Ich bin ja Funkamateur, muss dazu sagen. Ich war ja, als ich 13 war, Nichts mehr los. war ich CB-Funk. Eine Rückfahrkamera hast du, eine Camos? Hast du selber eingebaut? Nee, war der Vorgänger, aber ich habe umgebaut. Sagen wir so, ich habe umgebaut. Also ursprünglich war hier mal eine Klimaanlage von vorne drin. Das war aber eine uralte R22 oder R12 sogar noch. Die habe ich komplett weggeschmissen. Dann war drunter das Radio. Deswegen ist jetzt ein Zweitdien-Radio entstanden. Aber ihr habt keine Fahrerhaus-Klimaanlage. Nein, Also wenn es mal richtig schön warm ist, habt ihr warm. nein, momentan warm. Genau, doch, wir haben Klima hier. Ah, da. Kannst du ja so. Ist doch alles. Gut, man kann auch die Fenster öffnen. Das ist, man kann auch das Fenster öffnen, ja. Und so, das ist doch hier wie Star Wars. Dann habe ich auch noch nicht das Bedürfnis gehabt, eine Klimatisierung hier vorne Ich finde irgendwo uns jetzt besser. haben zu müssen. Wir haben doch eine wunderbare Klimaanlage. Beiden Seiten. Boah, die machen ja richtig kalt jetzt. Die machen richtig Bewegung. Oh, bitte schnell ausmachen. Ich friere. Nein, das übertreibt man nicht, ne? So, dann, du bist Spieler, habe ich gesehen. Gambler? Nee. Aber du bist auf jeden Fall Fan von diesen. Und Plüsch, Das sind meine Maskottchen. So, und das ist die Rückfahrkamera. So, da kannst du also Die gucken. Rückfahrkamera, du kannst ja noch mehr gucken. Du könntest jetzt noch den Fall. ARD, ZDF. Nee, Schmarrn, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ist ja klar, ich verdrücke mich immer. Warte mal, Sekunde, ich mache wieder an. So, das So, jetzt ist hast du denn mehr, so, warte mal, 4 Stück haben wir. war irgendwie. Jetzt hast du alle Bilder drauf. Ah, das ist so ein Quad. Das ist Gut, du fährst ja auch ein Quad. Rückwärts, Ja. linke Seite, die Klappe ist noch offen, siehst du? Ja. Dann hast du rechte Seite, ganz normal, wo du nach hinten gucken kannst. Und das vorne ist die Frontkamera. Dann hast du ein LKW Garmin, oder was ist das? Navi, Wohnmobil. Wohnmobil-Navi von Garmin. Wohnmobil-Navi, wo du einstellen kannst, die Größe, Gewicht und so weiter. Ist das gut von Garmin? Keine Probleme. Einwandfrei. Einmal hat er ausgesetzt. Druck hatten wir, da hatte die 15 Tonnen nicht beachtet. Genau. Aber ansonsten. Wir standen vor der 9-Tonnen-Brücke. war's gut, ja. Der 9 Tonnen. Gut, das kann man ja probieren mal einmal, oder? Ne, lass ich lieber. Habe ich früher gemacht. Als LKW-Fahrer. Da haben wir das schon so ein Spielchen gemacht. Das mache ich auch mit dem nicht.
Nö, ansonsten hast du ganz normale Hubschützenanlage hier drin, aber alles noch nicht automatisch. Ne? Du hast so vollautomatische Hightech-Sensoren zur Messung des Neigewinkels. No, Doch, nein. habe ich gesehen, hier vorne. Also ja, die meinst du? Ja, ja, das ist schon mal justiert von mir. Das ist eine Wasserwaage, eine Libelle, die ist auch justiert. Damit kannst du sehen, ob du dann auch Genau, wie ich gerade stehe. stehst. Du siehst, ich richte nicht perfekt aus. Ich richte so aus, wie es mir gerade passt. So, links hast du ein kleines Kupplungspedal. Das irgendwie. Mal kuppeln, ja. Ist das schwer anzukuppeln? Nö. Ist Luftdruck unterstützt. Luftdruck unterstützt. Also kuppelt sich wie von selbst. Das hat jetzt ein automatisches Getriebe. Das heißt, du musst den Gang an. Wie funktioniert das? Der Hebel hängt da dran. Der hängt da dran. Da ist Elektronik, das Elektrik drin. Ich habe das früher gesehen. Es gab mal so Filme von George Lucas. Die hatten auch so ein Ding. Star Wars hießen die. Und Nee, das ist ein Halbautomat. ein Halbautomat. Was heißt das? Halbautomat heißt, dass du im Prinzip vorwählst und dann erst kuppelst. Wie funktioniert das ungefähr? Ich lege einen Gang ein, Ja. während des Fahren, ohne dass ich irgendwas mache hier vorne. Lege Ja. ich einen Gang ein und dann drücke ich die Kupplung und dann schaltet das Ding erst. Ah. Das heißt, Also ich wähle du rauf wählst- wie runter, Ja. wähle ich vor. und der legt dann automatisch den Gang ein, legt den dann du gerne automatisch hättest. den Gang ein. Also das ist nur ein Wahlschalter. Und das ist jetzt nicht irgendwie Hier verbunden. sind Mikrotaster drin, Ja. in dem Ding, ganz normal. Schalter im Prinzip. Schalter. Und eine Luftdruck für eine Verriegelung. Dass du im Prinzip merkst, dass es eigentlich wie eine Schaltung ist. Dass Also du damit sich das so schalten anfühlt. willst. Ja, genau. Mehr oder weniger nur eine Verstärkung. Krass. Und wer kam auf die Idee, sowas zu bauen? Halbautomaten? Wahrscheinlich ist das Einlegen des Ganges ein muss ganz ehrlich Riesending. sagen- Du brauchst ein riesen Gestänge dann wahrscheinlich bis hinten hin. Das wäre da wahrscheinlich. Nee, der wird ja der Nein. Luftdruck unterstützt. Nein, es wäre, wenn es das nicht gäbe, wäre das ja ein Schalthebel, der ging bis Das Getriebe sitzt da hinten, kurz Ja. vorm Bad. kurz vom Bad. Da ist mein Getriebe. Du zeigst gerade auf deine Frau. Ich schwör mal. Ja, also das ist die Richtung. Ne? Dahin. Also ganz klein. Sag mal, wenn hier so ein bisschen Nebel ist, da kannst du nicht bis zum Ende gucken, oder? Doch. Das sind 12 Du Meter. kannst nicht komplett durchfilmen, das klappt nicht. Nee, aber man kann Ich kenne deine Videos, nein, das geht nicht. doch, wenn ich jetzt mich hier hinstelle, dann kann ich fast bis zum Ende. Da Nein, gibt es das so einen, kommst du nicht. einen Winkel. Gut, du hast recht. So, Luken, eine Luke, zwei Luken, 4. 4, 5. So, dann Doppel-Dingsbums, denn ihr habt ja Breite 2,55 Meter. Das heißt, man kann nicht nur 2,50 Meter, man kann hier nicht nur 2 Sitze reinmachen, man hat ja noch so einen Meter Platz dazwischen. Fast. Also normalerweise ist dieser Sessel auch drehbar, Der ist drehbar. dass man halt am Tisch sich so komplett auch noch mit hinsetzen kann, wenn mehrere Leute drin sind. Das funktioniert. Ist das ein geiler Scheiß. Ich bin total begeistert. Das ist ein Riesenteil. Wir waren jetzt nur hier vorne und allein schon dieser Raum hier, die Küche, das fühlt sich an wie zu Hause. Mona, Ja. sag mal, als dein Mann mit der Idee kam, er hat dich vorher gefragt eigentlich? Mein Mann hat 6 Jahre so überlegt, ob er selber baut, wie er baut, was er haben möchte. Und ich habe gesagt, nein, du arbeitest so viel, bau nicht. Ich möchte jetzt schon nutzen und auch fahren. Kauf etwas, wo wir sagen, ja, da passt es und bau halt um. Gut, du bist jetzt wesentlich jünger als dein Mann, muss man sagen. Was lachst denn so komisch? Nicht wirklich. Echt? Du gehst auch schon auf die 50 zu? Ich Oder? bin schon über die 50. Warte, ich zeig dich mal gerade von Namen. Das ist unfair. Nee, das sieht man nicht, ich habe einen Weitwinkel. Aber sag mal, du hast einen Geschirrspüler, der war schon drin? Dometic? Ja, der war schon. Das ist doch eine Erfindung, ihr nutzt den auch, oder? Sag ja. Ja, ich bin auch noch ein Mensch, der gerne auch abwäscht. Ich nicht. Ich Doch, hasse ich schon. Abwaschen, bei mir kommt Also alles in die für Spüle. Gläser und sowas ist das ganz super. Ja, der Aber ist wenn ich momentan- jetzt koche oder backe oder sowas, ist es ein bisschen zu klein. Das stimmt. Also ich habe ja eine Schublade, deswegen ist für mich das Geschirr, das dreckig ist, kommt direkt in die Schublade. Irgendwann drücke ich da mal drauf. Ich habe auch mehr Geschirr dabei, Ja, das ist- dass sich das auch lohnt. Also das ist so. Mikrowelle habe ich auch, finde ich ganz wichtig, mache ich viel mit. Ihr gar nicht? Wir brauchen sie gar nicht, die kommt wieder raus. Ich hätte da gerne eine beleuchtete Bar, wo meine Weingläser schön reinkommen. Gut, ihr braucht ja auch keine Klimaanlage hier drin. Das ist ja klar. Habe ich mir vorgenommen, baue ich noch ein, wenn ich in Rente gehe. Aber wenn dann eine Haushaltsklimaanlage kommt da rein, ein Kompressor. Nee, ganz Nee, normale Ganz normale Dachklima. Dachklima. So, ihr kennt meine Videos. Jetzt müsst ihr ran. Bitte einmal Kühlschrank Frage, öffnen. ne? Ja. Genau. Kühlschrank öffnen. Das war mir klar. Ja, ihr habt vorher Zeit gehabt, ihr wart ja einkaufen.
Wir waren einkaufen noch schnell. Boah, ist das kalt, das kommt mir entgegen. Das ist so schön, weil ihr habt ja kleine Klimaanlage. So für ungefähr 10 Sekunden wird's kalt. Warte, Simla, was ist Simla? Marmelade. Marmelade. Ich kenne die gar Ich nicht. weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, beim weiß auch nicht, wo die Edeka habe ich es herkommen. entdeckt, war nachhaltig angebaut. Und dann habe ich gesagt, hier, er frühstückt morgens immer gerne mit Marmelade. 79. Der Mann ist unglaublich schlank. Macht der Sport noch? Wir haben beide vor 1,5 Jahren aufgehört zu rauchen und wir sind gerade kräftig, beide am 10 Kilo mehr haben. Wir waren vorher ein bisschen Dünner. dünner. Das sind die Lieblingsgetränke. Aber nicht zu rauchen hat ja Vorteile. Ihr habt Wein. Was hast du mit Wein? Bio-Wein? Oder was Ich habt ihr? trinke gerne Apfelschorle, das ist so Apfelschorle? fruchtig, Das ist so gut, ja. wie hier. Aus Württemberg. So, das ist die Apfelschorle oder was? Ja, da Ja, mache das ich ist gerne Wasser und Eiswürfel mit dran und trinke das gerne als Apfelschorle. Ach, da ist gar Also kein Wein drin. Doch, Weinschorle. Das ist eine Weinschorle. Wein, Weißwein. So, ne, warte, ich bin noch nicht fertig. Warte mal. Ich weiß, wird jetzt warm da drin, aber es hilft ja nichts. Ne? So, Activa ist drin, soweit so gut. Dann habt ihr hier, jetzt kriege ich wieder Ultra-Kommentare, eine Melone. Kerrygold extra, ungesalzen. Ich bin ja so ein Salzfan. Grillmais von Edeka und den Bio-Feta. Also auch hier leider ganz normale Leute. Ja, Nee, klar. Ich Standard. habe gedacht, ihr kennt jetzt hier die Münchner, ganz wenn man ja aus München, oh, Calippo Cola, will ich haben. Da sieht man die 68er, ja, das war ja früher im Schwimmbad, haben wir immer Calippo gehabt, gell? genau. Endlich mal was ich hier berichten kann. Ich habe einen Calippo Cola gefunden, 5+1 gratis, was ja auch Betrug ist, ja. Das Ding hat schon immer 6 gehabt, ja. Man muss aber immer nur 5+1 draufschreiben, dann habt ihr Damit es anders wirkt. da habt ihr das Brot drin. Das ist eigentlich nur die Notfallzeugel. Das ist nur, wenn wir keinen Bäcker haben oder irgendwie so. Mach nochmal gerade das Calippo raus und zeig's mal von der Seite. Ich will, dass ich mich schon mal freuen Kann kann. nicht Werbung machen hier. Doch, nee, vorne, Front. Calippo Cola. Ey, das gibt's noch. Das ist da kommen direkt Gefühle bei mir. Also ich hatte letztens auch in Danke. Erdbeer was bekommen und in Orange. Also wir essen jeden Abend ein Eis, auch wenn wir draußen minus 40 Grad haben, essen wir Eis, ne? Das ist so Standard. Heute eins weniger. So, bitte mal hier öffnen. Da. Das ist jetzt die Hundeklappe. Weiß ich. Deswegen will ich ja genau Das ist die diese. Hundeklappe. So, da ist das Hundezeug drin neben der Tür, wo es hingehört. Ja, Hundedecke, Napf und der sitzt, wenn er vorne sitzen möchte, Oder dass man das Der ehemalige Aschenbecher, Genau. den haben wir mal gekauft. ab und zu gibt es aber auch mal Leute, die kommen. Ihr habt ja eben gesagt, der Hund gibt's nicht mehr. Nein, unsere Tochter hat einen. Die hat einen Hund. Alles klar. Jetzt Wir haben habe einen ich's. großen Hund, ja. So, was ist da drin in der Schublade? Fahrradkorb, Rucksack, meine Fußbank, weil ich ein bisschen kleiner bin und nicht überall immer so hinkomme. Warte, ich zeig dich Und mal grad. Dann geht das halt wirklich bis hinter und da bin ich ein bisschen zu klein, weil ich musste überall klettern und mache ich die Fußbank ab und zu. Gut, jetzt muss man sagen, bei euch im Osten früher gab es ja nicht, es war ja anders beim Essen. Ihr seid nicht so groß geworden, oder? Es gab nicht alles, aber wie man bist sieht, du? sind wir Ich bin trotzdem. 1,83, aber ich habe kleine Hände. Das war natürlich ein Witz. Ja. Ihr habt damals noch drüben gewohnt, also bis zur Wende oder wann? Und seid ihr direkt rüber? 90 sind wir nach München. Also du Januar und ich bin einen Monat später rüber, weil ich dort dann Arbeit hatte. Sag mal, man sagt den Münchnern nach, die sind so irgendwie so eigen, die nehmen Fremde ungern auf. Stimmt das? Das kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt solche und solche, aber ich finde, wir haben uns sehr gut. Wie überall. Ja, Wie überall. also ich weiß von Klassenkameraden, dass dann halt mal kamen, die sind nicht zurechtgekommen, haben keine Freunde gefunden. Das können wir überhaupt nicht sagen. Ne? Was ich total geil finde, ist, ihr seid so hoch, dass ihr auf die Mosel gucken könnt. Alle anderen können das nicht. Ja, wir haben die Stützen, Die Stützen drunter. gefahren, damit wir gerade sind und können halt den Schiffverkehr ein bisschen verfolgen. Ja, ich stehe auch an der falschen Stelle, muss ich sagen. Ich könnte auch auf die Mosel gucken, aber da müsste ich mir eine Gartenschere mitnehmen. So, also Tischchen habe ich gezeigt. Dann habe ich Der geht natürlich gezeigt. noch in die Mitte, das Ja, haben wir heute noch gar nicht gemacht. Zeig mal, mach mal. Machen wir in die Mitte. Mach mal in die Mitte. Und hier unten sind, glaube ich, die Batterien von der Solaranlage, oder? Wenn mich jetzt nicht alles Profi-Effekt? Was kommt? Weiß ich nicht. Gut, muss sagen, hat ja auch nur 59 gekostet. Ja, Geht. genau. So. Das heißt, ihr könnt Jetzt hast du eine Bitte. Ihr könnt hier so- Kannst du theoretisch abklappen, wenn es wieder schaffen. also abklappen heißt runterfahren. Nee. Senkrecht. Senkrecht stehen. Und wenn du rechts und links schläfst, Ah ja. was bei uns nie passiert, So machen wir. so viele Leute habe ich nicht. Das machen wir jetzt nicht, weil ihr habt das Original Münchner Deckchen und die Nein, Münchner das ist noch eins aus der DDR. aus der DDR. Ja. Ich wollte es sagen, aber ich habe mich nicht Das getraut. ist noch doch, eins ist ein aus der Original. DDR.
So, und dann habt ihr den Original DDR Obstkorb. Das habt ihr euch nicht nehmen lassen. Die Südfrüchte. Nee. Ich brauche das einfach. Also das gehört für mich dazu. Man hat zu mir immer gesagt, du hast einen Mangel, hol ihn auf. Und demzufolge ist das so geblieben, dass man Gemüse, Obst ganz viel essen muss, um den Mangel irgendwo auszugleichen. Bananen. Ach ja. So, ihr habt einen Backofen. Der ist ja, glaube ich, Kuchen gebacken. wichtig, glaube ich. Grill, ja. Ja. Und super. theoretisch Also sehr grillen, gut grillen tun wir draußen, Hier drunter ist ein aber Flammenherd. Den ihr nicht so oft braucht, weil ihr grillt ja draußen. Ja. Richtig? Zum Beispiel richtig. jetzt grillen wir Es sei denn, wir genau. haben Regen oder sowas, dann Boah, ihr seid echt coole Leute. Ich mag euch jetzt schon. Der Bus ist geil. Die Beleuchtung hast du cool eingebaut. Thomas Wachen, die ist kurz vor dir die ist entstanden. jetzt Echt? erst fertig Gestern. geworden. Jetzt erst Ja. fertig gemacht noch. Vom Urlaub. Vorgestern hast du das letzte, der hat noch geschwitzt und hat das letzte jetzt noch fertig gemacht, auch mit diesen Einbaustrahlern, weil das ist alles bezogen mit so einem Stoff. Möbelstrahler sind das. Ich hatte auf der Hinfahrt so irgendeinen Jucken im Hintern. Ich habe gedacht, ich werde heute noch was Cooles filmen. Und Ich habe gesagt, ich muss jetzt unbedingt einmal auf diesen Stellplatz. ja. Ich habe deine Videos gesehen. Immer. Ja. Ich verfolge dich schon ewig jetzt mittlerweile. Ach, du bist das. Und ich habe gesagt, wenn ich hier bin, garantiert, wir lernen genau die Leute kennen, die ich gesehen habe. Ja. Und ich wollte auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, diesen, was wir an der Markise dran haben, diese Blende, Ja. wollte ich Der Markisenbanner von Wolfgang Horsch. Genau, Genau. Wir müssen hier, Der Wolfgang ist hier angewachsen, das wisst ihr. Der kann gar nicht mehr weg. Der hat einen Anker hier geworfen. Der ist auch total super. Der Wolfgang. Ja. Also die ganzen Videos, was ich gesehen habe, und das WOMO-Treffen, was er macht, Ja. nächstes Jahr versuche ich herzukommen. Der Wolfgang ist aber ganz gerade raus. Kann ich euch warnen. Also Ja, wir haben ja schon, ich habe wir ja schon sind unterhalten. genau so, ich finde das super. der ist nicht links und rechts, der ist voll auf die 12. Ja. Aber auch wenn er mal sauer ist, am nächsten Tag ist das nicht mehr so. Der ist dann immer, ich kenne ihn da schon lange. Was ist das für Mineralwasser? Kannst du gerade mal rausziehen? Ein Adelholzer aus München. Natürlich bayerisch, klar. So, das Adelholzer sanft. Trinken wir. Du hast einen Mangel. Ey, das ist unglaublich. Also, sag mal, was ist denn hier hinter? Da ist so eine große Tür. Ist das eine Garderobe oder das Klo? Ja. Das ist der sozusagen Das eine ist der Wirtschaftsraum. Wirtschaftsraum mit Staubsauger. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, hier ist ein Apotheker. Ja, zwei. Zwei. Einen oben, einen unten. Ist ja klar. Bitte unten nochmal öffnen. Zwei. Da Öl und so. Wenn wir den mal eine Kurztrip machen, dann nehme ich nicht die Maschine von zu Hause mit. Dann ganz normal mit Kessel und Drücker. jawohl. Genau. So, Dunstabzughauge habt ihr. So, hier ist der Hauswirtschaftsraum mit Keller. Nee, nicht Keller. So mit Staubsauger. Mit Staubsauger, klar, logisch. Gut, ist ja. Staubsaugeranlage. Da hast du die Klappe. Ihr habt einen Stromgenerator, oder? Ja, Ja, Telea, ich lese es gerade. ist unten drin. So, das ist dieses Teil, das geht über Funk. Gut. Das ist jetzt aber wirklich neu. Dann hier alles in Hochglanzoptik. Hier oben, da fehlt noch ein Aufkleber über die Nee, da Löcher. muss ich noch was machen. Da war die. Die da war da. So, dann hast du hier, das sind 230 Volt, aber du hast noch mehr wie die, oder? Ne, das sind 230 und daneben ist der Generator. Das ist der Generator. Du siehst, wenn ich jetzt hier anschließe, Ja, habe ich einmal 230, leuchtet die auf. Habe ich einen Generator an, leuchtet die auf. cool. So, dann, ich ahne Schlimmstes. Es geht echt weit noch dahin. Man kann nicht nach hinten gucken. Du hattest recht, es geht noch viel weiter. Das ist übrigens mal eine Garderobe im Wohnmobil, wenn man die nicht hat. An der richtigen war Stelle. wirklich notwendig. Ja. Die habt ihr Obwohl- angeklebt. Ja, angeschraubt und Geschraubt. angeklebt. Das Bad hier, oder? Das Ja. war's. Mach mal auf. Boah. Ey, das ist ja wie zu Hause. Ja. Und das Coole ist, du kannst zumachen, kannst mal schön deinen Stinky legen, ganz alleine, Oben Das- Fenster, hinten Fenster. ohne- Also, ohne dass du das irgendwie mitten im Raum machen musst, sondern du kannst schön Zeitung lesen dabei. Du da weißt, muss auch keiner Du durch kannst auch zum schlafen gehen, ne? Schlafzimmer. ja. Und hier vorne trotzdem mal einer gucken. Habt ihr zwei Klos noch irgendwie jetzt ein Gästeklo? Oder? Nee. Nein, ich meine, wenn du jetzt schlafen gehst, Ja. dann machst du deine Türe zu, dann hast du deine Ruhe. Ach so, du meinst die Geräusche, dass da Nein, nichts. du kennst es doch. Die ganzen Promos, die du filmst, Ja. die haben ein Mittelbad. Ja, Dann gehst du durchs Bad ins Schlafzimmer. stimmt. Ja, ich habe aber nicht so ein 12 Meter, 4 Meter hoch Höhe von dem. 3,70 Meter. 3,70 geht also noch. Das ist nicht so hoch.
Warte mal, ich zeig mal. Also das ist eine Festtanktoilette oder was habt ihr gemacht? Ja, klar. Was geht da rein in die Tedford? 200? Nee, 180 habe ich glaube 180. Also ihr könnt locker mal so 2 Wochen. Ne? ich. Je nachdem. Eine Woche. Gut, du kannst ja auch in die Dusche. Naja, egal. Anderes Nein. Thema. Macht man nicht. 280 Liter haben wir Abwasser. 280 Liter. Und Frischwasser haben wir 500. Toll. So, dann hast du erzählt 3 Stufen. Dann ist man im Schlafzimmer Im ersten Schlafzimmer. Nummer 1. Nummer 1, ey, Hammer. So, hier hat man die Truma. Ihr habt doch eine Klimaanlage? Nee, Natürlich. natürlich. Im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer. Also, jetzt habe ich es. Und hier ist dann das Schlafzimmer. Sag mal, ihr habt es aber euch mit diesen Samtkissen, die habe ich jetzt übrigens auch, diese Decken, die habe ich gekauft im Internet. Und meine Hunde sind immer drauf. Die finden die so flauschig. Die sind richtig gut. Die sind richtig gut. Ich hab den Metro geholt. So, ihr habt tatsächlich 2 Längsbetten nebeneinander. Dann einen riesen Kleiderschrank, nehme ich mal an, ist hier. Das ist der Kleiderschrank, genau. Ganz normal. Ganz normal. Einmal zum Reinpacken und dann hinten ist Was hinten? Zum Hängen. Und da kommen wir natürlich, wenn man am Bett sitzt, gut dran. 59.000, ja. Was hast du noch mal reingesteckt? Was denkst du so? Alles an Zeit und die Zeit brauche ich nicht rechnen. Also das ganze Schlafzimmer, wie Das du es war jetzt alles- hier siehst, das ist alles von uns neu gemacht worden. ich glaube, das will man auch, wenn man da so weil man will ja nicht da schlafen, wo die anderen geschlafen der haben. Teppich kam raus, sieht man hinten im Kinderzimmer, so gestreift, so Das ist der Originale noch hinten. Das ist der Originalteppich. Haben wir alles hier rausgenommen und haben das schon neu gemacht. Ihr habt jetzt wie viele Kinder? Eine Tochter. Eine Tochter. Die Aber ist sie hat mit ihrem Freund hinten geschlafen, der Hund war auch mit hinten. und die ist 30, die Tochter oder was? Die wird, Nee, 29 ist sie geworden. 29 geworden. Da muss man ja aufpassen, ja, wenn er schon sagt schon 30. Genau. Du hast hinten noch einen Fernseher hängen. Und super Aussicht, du kannst zweimal lüften, kannst also Ja. richtig hier durchlüften. Klar, hinten. Dann hast du noch mal einen Kleiderschrank hier. Warte, ich mach mal. Darf ich da Das reingucken? ist bei uns jetzt der Schuhschrank, klar. Schuhschrank. Du hast schon kleine Füße, muss ich schon sagen. Ich bin unten. So. Bleib ist meine Frau. Ach so. So, dann überall ein Fernseher natürlich mit drin. ja, das war schon drin. Ja, aber ich glaube, wenn man so weg ist, man schaut ja nicht dauernd Fernsehen, Ich sondern muss ganz ehrlich sagen, haben wir hier überhaupt schon mal Fernsehen einmal. geschaut? einmal Fernsehen gucken. Einmal. Ihr habt wahrscheinlich getestet, ob er geht. Ja, Ja, Nee, das auch. man macht es mal an, aber ich brauche es nicht wirklich. Wenn das Wetter schön ist, sitze ich draußen und es gibt immer Leute, mit denen man sich nett unterhalten kann. Das ist, Ja, hier zum Beispiel. ja. Sag mal, schlaft ihr auf der Höhe mit dem Kissen? Weil ich habe Kissenhöhe fast Ja. 0. Das sind Jetzt ist es hochgestellt. Wir haben so ein, Eine Schulterkomfortzone. Okay, es geht also wieder nicht richtige Ja. Lattenroste. steht drauf. Ganz normale Lattenroste. Bei das Fahrzeug. Aber ich schlafe mit dem Winkel. ja. Ich Das schlaf geht? immer hoch. Okay. Ich muss Schluss machen, die Kamera wird heiß. Leider. Hier ist so warm drin, wir müssen rausgehen. Oh, Ich bin glücklich, dass ihr den weiten Weg von München hierher gemacht habt, mir euer Kleinod gezeigt habt. Sag ihm das nochmal, hier nicht rammeln. Vorsicht, genau. nicht raus. Alles ein bisschen für deine Größe nicht geeignet. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, ich bin ja auch nur einen Ticken größer wie du. Also ist jetzt nicht Ja, so. ich habe mir auch schon 1000-mal gerammelt. Warte mal, ich gehe mal hier rein. So, jetzt ist nämlich ein bisschen kühler. Tatsächlich, guck hier, wenn du mal da auf das kleine gelbe Logo guckst, da siehst du, Ja. das ist Temperatur. Ja. Die zeigt das dann an. Die macht doch irgendwann jetzt gleich mal aus. Also jetzt noch nicht, aber so in 5 oder 6 Minuten. Ich zeige es mal gerade komplett von der Seite. Holiday Home steht drauf. Gelassen. Ihr habt es gelassen. Ja. Ich finde es richtig cool, 12 Meter lang. Steuer, Kfz-Steuer, was kostet die? Wenn du das komplette Jahr haben willst, Nee, das ist jetzt der Zeitraum, was ihr habt. momentan sind es 850. Und das komplette Jahr so 1400, 1450. habe ich ja gedacht. 15 Tonnen. 15 Tonnen. Aber man muss sagen, es gibt Schlimmeres. Also man kann auch Schlimmeres und, für 400.000 ein neues kaufen, was porthässlich ist, keinen Platz bietet. Und da gibt es noch was. Was denn? Das fährt weniger als das. Oh, das ist gemein. Sag mal, hier die 12 Meter, muss man ein bisschen dran gewöhnen? Oder ist das so nach einer Zeit wie alles? Nein, also ich bin ehrlich, ich sitze manchmal schon schweißgebadet drin, ne? Wenn so die Kreisverkehre ziemlich eng sind, weil Ach, stimmt, dann diese muss man Kreisverkehre. dann vorne geht es dann so drüber. Das ist dann schon ein etwas unmulmiges Gefühl, wenn man so über diesen Bereich dann so drüber kommt.
Aber ist doch schön, das ist doch wie so irgendwie Europapark immer wieder Achterbahn. Ja, das Feeling. manchmal ist das so, ja. Leipzig auch Stimmt. dementsprechend, Ja. genau, mit Luftfahrwerk. Oder wenn es ja ein bisschen enger wird, das kriegt man alles schon mit. Jetzt mal Hand aufs Herz, hast du ihn jemals gesetzt irgendwo? Ja, klar. Sag mal, wo? An Reifen war es. Nee. Ich habe ihn gleich mal angeeckt, wo ich ihn gekauft hatte, kurz danach. Bin ganz ehrlich, warum hat er diese schöne Verkleidung? Ach so, deswegen die Aufkleber. Du bist echter Aufkleber-Fan. Nee, das war kaschiert mal schnell, ne? Gut, der wird ja demnächst nochmal komplett aufgearbeitet. Der hat ja schon ein bisschen Alurost, was ich sehe. Nochmal jetzt nächstes Jahr überholt komplett. Genau, da überholt. Das Dach ist schon gemacht. Das Dach habe ich letztes Jahr gemacht, komplett. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Das Dach. Ja, weil der war ziemlich, ich sag mal so, die Vorgänger haben ziemlich, Sagen wir mal so, wenn ich jetzt keine Ahnung gehabt hätte und ich hätte jetzt einen Fachmann den aufbereiten lassen, da hättest du locker nochmal 50 bis 100 reinstecken können, oder? das nicht unbedingt, aber mal so, naja, 30, 40, 20 bist du los. 10, 20. Und du musst auch einen Handwerker finden, der sowas kann. Ja, So. wir müssen einen Allrounder haben. Also, Wir die ganzen Fehler rausbauen. ich finde es toll. Ich gehe jetzt mal schnell zum Wolfgang, der wird mich köpfen, weil ich sagte heute, ich wäre um 2 Uhr da. Und dann war es aber so, die Sonne war da, konnte ich nicht filmen. Jetzt ist geiles Filmwetter, muss ich sagen. Ich komme später nochmal, wir trinken noch ein Bier zusammen. Ja. Ich finde das richtig nett. Okay, kommen wir rein im Kühlschrank. Kalt. Genau, das ist gut, weil Bier ist nämlich teuer und du weißt, ich muss die Kosten reduzieren ein bisschen in Corona-Zeiten. Und dann hole ich mir mal euer, wie nennt man das nochmal, dieses bayerische, das Bier? Augustiner. Augustiner. So. Bei uns gibt es ja nur Carlsberg-Urpilz. So sieht's aus, ja. Das ist ein Augustiner, kein Problem. So, Heiko und Mona aus München seit genau 1990. Das heißt, ihr seid schon über 30 Jahre in München. Das ist ja sauteuer in München. Geht das? Also oder ist mal so? Wir haben einen ganz lieben Vermieter und es ist alles im Rahmen. Also Sag mal, als ihr jetzt kam mit dem Teil, ich nehme an, ihr habt so eine ganz normale Fertiggarage gehabt, ja? Hat der direkt reingepasst? Oder wo steht der, wenn ihr er nicht steht braucht? schon Der noch steht nicht in draußen. München. Er steht ein bisschen außerhalb von München. Okay. In Also- der Scheune oder? Noch nicht. nein, Noch aber nicht. demnächst. Ist in Arbeit. Das ist in Arbeit. Das heißt, ihr fahrt dann da schon hin. Der Urlaub beginnt ja schon, wenn man losfährt, oder? Richtig, richtig. Also man setzt sich rein, der Kühlschrank ist dann schon so halbwegs voll und dann Klamotten sind eh immer drin. Die meisten. fährt man los und ist eigentlich schon mittendrin. Du hast einen coolen Mann. Der hat echt noch Visionen. Ja. Und Das ist meine Rente. das ist deine Rente. Achso, du willst eine. Andere haben halt ein Haus und wir haben ein Wohnmobil. Kannst du dir vorstellen? Ja, oder? Ja, Später mal natürlich, ja. Das komplett? Das Komplett. ist der Sinn Das Ziel. der Wir Sache. wollen die Wohnung irgendwann aufgeben und dann einziehen. Und die Waschmaschine? Soll kommt der dann noch? in den Kinderbereich. Man muss ja schon waschen. Und Ja, dann ja. ist ja. Kommt in Ja. den jetzigen Schuhschrank. Ja, da kommt's rein. Da kommt die Waschmaschine rein. Kommt die Waschmaschine In den rein. Kinderbereich. So, und dann bleibt aber hinten das Doppelbett wollt ihr lassen, oder? Falls mal einer kommt. Na, das wird, die Matratze fliegt raus. Und das wird im Prinzip ein Sofa, Arbeitszimmer. Wirtschaftsraum. Wirtschaftsraum. Kommt alles rein, was du brauchst. Irgendwo muss man ja mal bügeln oder Irgendwo muss man ja mal bügeln. Das ist ja so. Und dann nimmt man halt hinten den Raum. Ja, du Ja, bügelst ja da so richtig. viel wahrscheinlich, genau. ein bisschen was. T-Shirts bügeln. Ja, mache Nee. ich. Doch, mache ich Ja, das eigentlich machst schon. du auch noch, das will ich aber nicht. Ihr habt euch jemals gestritten eigentlich? Weil ihr macht einen unglaublich harmonischen Eindruck, Wir streiten auch mal, so ist das nicht. aber nicht dauernd. Aber nicht dauernd und manchmal ist es auch so, dann gucken wir uns nur an, brauchen gar keine Worte dafür und wissen, was der andere. Ist aber nicht so, es gab noch nie eine Zeit, als ihr den Bus gekauft habt, wo ihr mal so 2 Wochen nicht miteinander geredet Nein, habt? nein, deswegen nein. Wegen was anderem schon. Wegen was anderem schon, ja. Kann schon. Ich habe schon gedacht, ey, ihr seid so nett, ihr seid das perfekte Paar mit allem drum und dran, streitet euch nie. Aber ich sag mal, wer sich liebt, neckt sich. Ja. So ist das. Meinungsverschiedenheiten gibt es immer. So, ich gucke mal auf die Uhr. 3. Juli 2021. Ja, euer Traum ist wahr geworden. Ihr seid im Fernsehen. Und liebe Leute, wenn ihr das seht, ja, lasst uns bitte ein Abo da auf dem Kanal. Das muss ich jetzt dauernd sagen, weil unsere Berater haben gesagt, sag das. Du kannst es mal sagen. Sag, lasst dem Sven bitte ein Abo auf Kanal German Television da. Ja, gut. Lasst ihn ein Abo. Nee, bitte in die Kamera jetzt gucken. Lasst ihn ein Abo auf dem Kanal German German Television. German. Dieses Englisch, ich kann kein Englisch, Mann. Ich bin ein Halbamerikaner. Nee, ich habe den Namen nur deswegen gewählt, damit die Leute auf dem Rest der Welt verstehen, dass wir aus Deutschland kamen. Die dachten immer, wir kämen aus Dänemark. Aber du hieß auch mal Saarland TV.
Ja, Saarlandfernsehen war ganz schlimm, weil die Saarland gibt es einen neuen Kanal, der heißt wieder Saarlandfernsehen 1, ja, und das ist so, und da kamen immer mehr Wohnmobile und meine Saarland-Leute haben sich selber nicht mehr gefunden. Das war so vor lauter Wohnmobilen und allem drum und dran. Da haben wir das getrennt, direkt von Anfang an, und haben dann daraus German Television gemacht, und so versteht dann auch der Chinese, der das sieht, das sind Deutsche. Ja, genau. Die haben echt gedacht, wir wären aus Dänemark, wegen dem D hinten drauf. Ach so, okay. Nein, ohne Witz, da ist ein D drauf, und die meisten Leute auf der Welt denken, das ist Dänemark. Ehrlich. Weil es ist ja G ist ja Germany, aber das weiß irgendwie keiner, dass es Deutschland ist. Und es heißt ja auch Made in Germany und nicht Made in Deutschland. Ja, das ist so. Und deswegen haben wir das geändert. Die dachten echt, wir kämen aus Dänemark. Gesagt, Dänisch klingt so komisch. Ich dachte, nee, ist Deutsch. Ist so. Aber trotzdem die perfekten Videos. Dankeschön. Ich hoffe, es gefällt dir. Gibt jeden Tag neue. Ist das nicht komisch für dich manchmal? Nein, da steht ja drauf. Ja, ich habe verschiedene Themen. Dich interessieren ja nur Wohnmobile, nehme ich an. Oder auch mal Motorräder. Ja, Motorräder, ja, bin ich raus. Habe ich aufgehört. Aber E-Bike gibt es so geile. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, das gelbe E-Bike. Dieses gelbe, kleine. Sorry, das geht gar nicht. Du sprichst ja mit einem Elektriker, das geht gar nicht. Das Ding fuhr original 80. Also da hat so ein Schalter. Nee. Gut. Alles Ich klar. werde mir auch wahrscheinlich nie ein Elektroauto kaufen. Sehr schön. Niemals ein Elektroauto. Und Spaß machen. Es muss stinken und Spaß machen. Das schreibe ich so über das Video. Holiday Home, ein nachhaltiges Konzept, denn ich nehme an, ihr steht öfter als ihr fahrt. Das ist auch wichtig. Das heißt, ihr fahrt ja zum Ziel, bleibt ein paar Tage. 2, 3 Tage. Tage. Weiter. Also wir sind dann wirklich schon aktive Fahrer. Also Aber ihr fahrt ja nicht wieder irgendwo hinfahren 2000 Kilometer, sondern ihr fahrt wahrscheinlich jetzt nächste Tour. Was habt ihr geplant? Nee, es geht noch weiter. Es geht jetzt zum Obachtal und dann geht es über Münster nach Gömitz An der Ostsee. an die Ostsee. An die Ostsee. Ihr habt gehört, da ist voll. Werden wir schauen. Ja, mal schauen. Alles klar. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. 3. Juli. Tschüss. Ciao.